Schönen guten Tag. Mein Name ist Johannes Wofra. Ich bin von der Spryfox GmbH und ich bin hier gemeinsam mit dem Matthias Friedrichsig von Kucera Rechtsanwälte. Wir möchten Ihnen heute unser gemeinsames Projekt vorstellen, Legal Ellen, eine Software, die es Immobilieninvestoren ermöglicht, Immobilienobjekte schneller zu prüfen und effizienter zu prüfen mithilfe von KI. Eine Aufgabe, die früher Wochen dauerte und sechsstellige Beträge kostete, ist heute in Stunden machbar. Das ist jetzt unsere Kernaussage. Man muss sagen, früher ist sie ein bisschen optimistisch, weil heutzutage eigentlich alle noch manuell Objekte prüfen und Dokumente durchsuchen müssen. Rechtsanwaltskanzleien Tage und Wochen damit beschäftigt sind, Immobiliendokumente zu untersuchen und zu prüfen. Und wir aber auch gesehen haben, dass es jetzt so langsam Firmen gibt, die auf der linken und rechten Seite auftauchen, die das alles effizienter machen wollen und unter anderem wir auch. Und das Ganze runter reduzieren wollen auf ein paar Stunden Arbeit. Kurz zu uns, wer wir sind. Wie schon sagte Johannes Wofra, ich bin einer der Gründer von Spryfox. Wir sind eine KI-Beratung hier aus Darmstadt. Sitzen vorne am Luisenplatz. Wir beraten Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen rund um das Thema Data Science, Machine Learning und KI. Angefangen bei der Use-Case-Entwicklung. Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden Use Cases, finden Use Cases, entwickeln POCs bis hin zur fertigen Software, die wir dann beim Kunden integrieren. Wir arbeiten seit einigen Jahren mit Kucera Rechtsanwälte zusammen und haben schon einige Legal Tech-Projekte mit ihnen umgesetzt. Und seit Anfang des Jahres haben wir uns zusammengetan, um Legal Ellen gemeinsam zu entwickeln. Genau. Kucera Rechtsanwälte ist eine Kanzlei, wir sitzen in Frankfurt. Wir sind eine sogenannte Boutique-Kanzlei, das heißt, wir beschäftigen uns ausschließlich mit einem bestimmten Thema. Das ist bei uns das Immobilienrecht. Da decken wir aber auch sämtliche Beratungsbereiche ab, also von der steuerlichen Beratung bis hin auch zur Transaktionsberatung. Darum soll es ja gleich hier gehen, vor allen Dingen. Wie der Johannes gerade eben schon sagte, haben wir aber auch einen Legal Tech Arm. Also Legal Tech ist ein Begriff, den muss man vielleicht ganz kurz erklären. Der steht für Legal Technology und meint letztlich einfach die Digitalisierung oder auch Automatisierung juristischer Arbeitsabläufe. Warum es extra dafür einen eigenen Begriff braucht, das weiß ich ehrlich gesagt selber nicht. Das gilt natürlich für alle Branchen. Wir haben extra zu dem Zweck vor einiger Zeit schon eine eigene Gesellschaft gegründet, die Konzept GmbH. Das ist sozusagen unser Legal Tech Startup, mit dem wir schon verschiedene Automatisierungsprozesse durchgeführt haben. Also wir haben bei uns in der Kanzlei viele Prozesse, die früher manuell mit Hand gemacht wurden, haben wir digitalisiert, auch mit der Hilfe von Spryfox und haben da wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht, haben also wirklich erhebliche Effizienzsteigerungen auch gehabt, wesentlich mehr Zeit beim Personal, die frei geworden ist, haben aber erstmal die sogenannten Low-Hanging Fruits eingesammelt und jetzt geht es quasi mit Legal Ellen ans Eingemachte und wir wollen eine Software entwickeln, die, wie Johannes gerade eben schon sagte, den Prozess, der eine Due Diligence umfasst, ganz erheblich zu verkürzen. Und warum das nicht nur für die Due Diligence gilt, sondern eben auch für ganz viele andere Use Cases, das wird Johannes gleich noch erklären. Genau, einmal vielleicht zum Marktumfeld, wie es momentan sich darstellt bei Due Diligence-Prüfungen oder auch für die Immobilienbranche insgesamt. Ich denke, das lässt sich gut übertragen auf viele andere Branchen auch. Wir haben vielleicht noch ein bisschen katalysiert, auch durch die Corona-Pandemie. Wir haben Personalabbau gehabt in vielen Branchen. Teams haben sich teilweise erheblich verkleinert, insbesondere Transaktionsteams. Da komme ich gleich noch zu. Das trifft auf einen gleichzeitig steigenden Fachkräftemangel, der sich eigentlich auch durch alle Branchen zieht. Das trifft also nicht nur uns JuristInnen, sondern das trifft fast alle Branchen. Die Babyboomer gehen in Rente und das stellt uns insbesondere als Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte vor das Problem, dass bei uns auch Wissen verloren geht. Ne? Also Mitarbeiter, die wirklich lange Zeit bei uns gearbeitet haben, das sage ich jetzt als junger Mensch,
die erhebliche Kompetenzen angehäuft haben über die Jahre, das aber alles in ihrem Kopf haben. Wenn die weggehen, und das werden sehr viele sein in naher Zukunft, dann ja, haben wir ein Problem. Das vereint sich im Moment so ein bisschen mit so einem Flaschenhals. Das ist nämlich die Digitalkompetenz, die vielfach fehlt. Damit meine ich jetzt nicht den einzelnen Mitarbeiter, der vielleicht Probleme damit hat, ein Dokument in ein anderes Dateiformat zu überführen oder so, sondern wirklich in vielen Unternehmen, da meinen wir auch uns selber mit, da fehlt eine digitale Strategie und da fehlt wirklich auch die innovative Kreativität, möchte ich das jetzt mal nennen, Prozesse anders zu denken. Und da sehen wir eben mit der Entwicklung im Bereich künstlicher Intelligenz, gerade auch generative KI und dort in der Unterkategorie Sprachmodelle, sehen wir erhebliches Potenzial, um diese sich anbahnenden negativen Folgen, die ich eben beschrieben habe, abzufedern. Jetzt noch kurz 2 Sätze zur Due Diligence. Also wir sprechen von sogenannten Ankaufsuntersuchungen im Immobilienbereich. Das sind Prozesse, die daraus bestehen, dass Datenräume mit einer ganz großen Vielzahl von Dokumenten ausgewertet werden müssen. Das ist extrem teuer. Damit werden Kanzleien zu teilweise wirklich horrenden Stundensätzen beauftragt. Bereits jetzt merkt man, dass es viele MandantInnen gibt bei uns, die nicht mehr bereit sind, das zu bezahlen. Die fragen, warum kann das nicht eine Software machen? Und genau daran arbeiten wir jetzt und sehen da auch wirklich das allergrößte Potenzial, denn wir haben selber gelernt, es ist heutzutage nicht mehr erforderlich, Dokumente als Mensch von oben bis unten durchzulesen, sondern das wird Johannes gleich gut erklären. Lassen sich Prozesse etablieren, die gerade das Sichten auch von Dokumenten, die Zeit, die dafür verloren geht, wirklich erheblich verkürzen kann. Das ist eine Erfahrung, die wir hier bei uns in der Kanzlei auch ganz, ganz oft machen. Das heißt, wir haben hier ein, ich sag mal, veraltetes Geschäftsmodell, das auf eine Zeit trifft, in der sich Software immer schneller verändert, muss man sagen. Und genau an diesem Punkt setzen wir mit Legal Ellen an und wollen dem quasi einen Gegenentwurf entgegenstellen, wie es auch anders geht. Ich selber bei Kucera beschäftige mich ja mit dem Thema Legal Tech. Also ich bin auch normaler Anwalt im Prozessrecht, aber ich mache nebenbei auch Legal Tech und entwickle dort quasi Lösungen zur Automatisierung von Prozessen und habe jetzt eben, bin andauernd mit der Aussage konfrontiert in letzter Zeit, kann das denn nicht eigentlich die KI machen? Kann nicht die KI meine PowerPoint-Präsentation machen? Kann nicht die KI diesen Vertrag für mich analysieren? Und das zeigt eben, dass die Erwartungshaltung momentan sehr hoch ist, was diese Themen angeht, aber die Produkte, die im Moment da rauskommen, da sind viele dann noch enttäuscht. Und Johannes, der wird jetzt ein bisschen was dazu sagen, warum das so ist und was man vielleicht dagegen machen kann. Genau, also das kann ich auch nur bestätigen, die Erwartungshaltung der Kunden, auch bei uns, vor allem in Erstgesprächen, wenn wir mit Kunden uns unterhalten, an die KI ist sehr hoch. Ich meine, teilweise hört man Sätze wie zum Beispiel, okay, können wir nicht die Dokumente nehmen, der KI vor die Füße werfen, die wird schon wissen, was sie damit macht. Das ist natürlich nicht der Fall, wie wir heute wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört haben. Das liegt an unterschiedlichen Sachen, vor allem bei der Due Diligence. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal ein Hotel gekauft hat oder einen Supermarkt, aber dort häufen sich sehr, sehr viele Dokumente an und die sind also diese Datenräume, die ich da teilweise gesehen habe, sind sehr wüst und unstrukturiert. Die Datenqualität ist teilweise, wenn wir von Objekten sprechen, die aus den 90ern sind, aus den 80ern, schlecht im Vergleich zu heutigen digitalen Dokumenten. Das muss man natürlich alles in Betracht ziehen. Teilweise sind die Daten widersprüchlich. Also wenn man jetzt in einem Dokument steht, zum Supermarkt gehören 400 Parkplätze, im nächsten Dokument steht, da gehören 420 Parkplätze zu, dann weiß man selber nicht, okay, was ist jetzt der richtige Wert. Das muss man alles betrachten und auch in den digitalen Prozessen abbilden. Und der Kern ist im Endeffekt auch, die juristischen Prozesse müssen abgebildet werden. Das heißt, alle juristischen Analysen, die die Kollegen bei Kucera Rechtsanwälte durchführen, müssen wir ins Digitale übersetzen. Dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Am Ende wird die KI immer Fehler machen. Es wird immer Probleme geben und man wird immer korrigieren müssen. Und das heißt, da muss man auch immer darauf achten, dass der Mensch immer in der Lage sein sollte,
die KI zu überschreiben, im Endeffekt zu sagen, okay, gut, ich sehe das anders, das ist im Endeffekt meine Ansicht des Ganzen. Der Mensch sollte immer das letzte Wort haben. Und wie Matthias schon erwähnt hat, die Durchdringung von KI in der Gesellschaft führt natürlich dazu, dass auch die Kunden oder die Kunden von Coursera Rechtsanwälte nicht bereit sind, diese Honorare zu zahlen, vor allem für Aufgaben, die vermeintlich einfach sind oder wo man mittlerweile annimmt, okay, das kann die KI erledigen. Ja, und was wir immer sagen ist, KI ist kein Zauberstab, KI ist keine Magie. Man muss im Endeffekt das Ganze wie ein Haus betrachten, man muss es architekturieren, man muss vor allem die Fachexpertise mit der technischen Expertise, mit den technischen Möglichkeiten zusammenbringen. Und das ist im Endeffekt der Kern unserer Zusammenarbeit. Ja, und das führt uns jetzt zu unserem Produkt LegalEllen. LegalEllen ist eine KI-gestützte Plattform für die automatisierte Immobilien-Due Diligence. LegalEllen analysiert Dokumente, erkennt Risiken und Auffälligkeiten und macht das Ganze natürlich in einem Bruchteil der Zeit, den normalerweise die Rechtsexperten und die Juristen verwenden würden, um solche Dokumente zu prüfen und zu durchsuchen. Am Ende werden Reports erstellt, die dann im Endeffekt die Due Diligence abschließen. Und natürlich ist immer der Mensch im Fokus. Das heißt, der Nutzer kann immer die Dinge prüfen, überschreiben oder neu bewerten lassen, wenn jetzt zum Beispiel Dokumente fehlen und dann neue Dokumente hinzufügen. Und was wir erreichen wollen, ist im Endeffekt eine schnellere, skalierbare und verlässliche Due Diligence. Wir haben hier so ein paar Kernelemente von LegalEllen aufgelistet. Im Kern sind die juristischen Prozesse. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass wir für uns als ITler, wir sind nicht vom Fach, wir wissen nicht, wie im Endeffekt so eine juristische Analyse abläuft. Das heißt, wir sind da angewiesen auf die Fachexperten und haben im Endeffekt den Juristen oder den Kollegen bei Coursera Rechtsanwälte gesagt, könnt ihr bitte mal eure Prozesse aufschreiben? So. Und dann hat der eine Kollege gesagt, klar, kein Problem, hat es versucht aufzuschreiben und irgendwann mitten im Satz gemerkt, oh, das ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Ich musste erst mal ein bisschen drüber nachdenken. Und als er dann angefangen hat, mit seinen Kollegen zu diskutieren, dann kamen wieder ganz andere Ergebnisse raus. Und das war ein sehr langwieriger und vor allem auch schwieriger Prozess innerhalb der Kanzlei auch. Ne? Gab es auch viele Diskussionen. Absolut, ja. Das war allerdings ein sehr, sehr wichtiger und entscheidender Prozess, der im Endeffekt uns geholfen hat, diese Prozesse auf der einen Seite zu verstehen, aber auch dann digital abzubilden. Das heißt, wir haben dann diese Prozesse genommen und mit KI-Workflows abgebildet und in LegalEllen hinterlegt. Das Zweite, was wir gemacht haben, gemeinsam mit den Rechtsanwälten, war es, uns anzuschauen, okay, was für Dokumente behandeln wir überhaupt? Was sind denn überhaupt die Dokumentenklassen, die wir haben? Wir haben Mietverträge, wir haben Grundbuchauszüge, wir haben Baulastenverzeichnisse, ganz viele Dokumentenklassen, die ich vorher nicht kannte. Haben wir uns angeschaut, haben dann basierend auf diesen Klassen Datenmodelle erstellt und gesagt, okay, was sind denn die Schlüsselinformationen, die wir aus jeder Klasse extrahieren wollen? Da waren wir wieder auch sehr, sehr darauf angewiesen, dass ihr euch hinsetzt und im Endeffekt diese Daten oder diese Schlüsselinformationen definiert. Wir haben das Ganze in Datenmodelle übersetzt und in LegalEllen integriert, sodass wir die klassifizierten Dokumente oder die Schlüsselinformationen aus den klassifizierten Dokumenten extrahieren konnten. Das Ganze wird dann genutzt, um diese Analysen zu fahren, basierend auf den juristischen Prozessen. Wie schon einige Mal erwähnt, Human in the Loop, das heißt, die Ergebnisse, die wir dann produzieren, alle Ergebnisse der Klassifizierung, alle Ergebnisse der extrahierten Felder, kann der Nutzer immer überschreiben, kann der Nutzer immer ändern. Er kann immer weitere Dokumente hinzufügen und sagen, alles klar, analysieren wir das Ganze nochmal neu. Und am Ende natürlich den Report, den Bericht erstellen, diesen Due Diligence Report, der dann alle Analyseergebnisse am Ende zusammenfasst.
Genau, wenn ich da noch ganz kurz einhaken darf, das Entscheidende bei so einer Due-Diligence-Prüfung ist natürlich immer die Risikobewertung, die steht natürlich immer im Mittelpunkt. Ne? Also es geht darum, aus den Dokumenten Informationen in einen bestimmten Kontext zu setzen und daraus den Rückschluss zu ziehen, soll die Transaktion gemacht werden, soll die Immobilie gekauft werden, ja oder nein? Ne? Welche Risiken kann ich aus diesen Daten entnehmen? Das nennt sich im Rahmen von diesen Due-Diligence-Prüfungen häufig Red Flags. Also welche Red Flags habe ich aus diesem Datenraum, die vielleicht gegen eine Transaktion sprechen? Ich muss mich nicht mehr selber hinsetzen, jedes Dokument von oben bis unten durchlesen, sondern das übernimmt für mich die KI. Und ich habe die Zeit, mich wirklich punktuell mit den Risiken zu beschäftigen und das ganze Hintergrundrauschen, das ganze manuelle Auswerten einer wirklich Vielzahl von Dokumenten, das fällt weg. Ja, wie sieht das Ganze im Detail aus? Hier nur ganz so ein paar Screens von der Applikation, die wir entwickelt haben. Am Anfang steht natürlich die Dokumentenaufnahme. Der Nutzer hat seinen Datenraum typischerweise, wie ist es aktuell noch, auf USB-Sticks werden die Datenräume Haben auch schon CDs bekommen. Weitergegeben. Das heißt, der Nutzer lädt seine Daten in die Applikation hoch. Während die Daten hochgeladen werden, kann der Nutzer sich natürlich anderen Dingen widmen. Die Dokumente werden klassifiziert, die entsprechenden Schlüsselinformationen werden extrahiert. Das Ganze passiert natürlich im Hintergrund mit der Nutzung von Sprachmodellen, von LLMs, von visuellen Sprachmodellen. Und wenn das Ganze abgeschlossen ist, kann der Nutzer dann selber den Datenraum prüfen, eine Qualitätssicherung durchführen, schauen, welche Fehlklassifizierung habe ich, weil es wird Fehlklassifizierung geben. Muss ich das korrigieren? Kann ich gewisse Felder neu setzen? Der Nutzer kann mit den Dokumenten natürlich chatten, mit dem Datenraum chatten, um erste Fragen sich schon beantworten zu lassen. Und wenn er das getan hat, lässt er den Datenraum analysieren und dann laufen zwei Analysen ab. Das eine ist eine prompt-basierte Analyse, im Endeffekt eine Bewertung unterschiedlicher Bereiche des Datenraums oder des Objekts. Eine grundsätzliche Bewertung des Datenraums, eine Analyse welcher Dokument, also eine Analyse der Dokumente, die fehlen, und gleich aufgelistet, okay, das sind im Endeffekt die Dokumente, die noch fehlen. Gewisse Handlungsempfehlungen, frag doch nach dem hol dir mal einen aktuellen Grundbuchauszug. Genau, hol dir mal einen aktuellen Grundbuchauszug. Oder so, genau. Ne? Wie ist der technische Zustand des Objekts? Wie ist die Qualität der Mietverträge? Sind die alle einheitlich? Sind die alle unterschiedlich? Das sind so Kernanalysen, die im Endeffekt im ersten Schritt passieren. Und das zweite ist wenn dann das agentenbasierte Prüfprozesse, die im Endeffekt diese juristischen Prozesse digital abbilden und dann in diesen Red Flags münden. Und das sind dann am Ende priorisierte Risiken, die erkannt wurden, basierend auf diesen Prozessen, die nicht durch einen einzelnen Prompt abgebildet werden können. Das heißt, es ist dann nicht nur eine einzige Frage, die ich an den Datenraum stelle, sondern es sind im Endeffekt mehrere Prozessschritte, die abgearbeitet werden und die auch in Abhängigkeit von vom ersten Prozessschritt geht man in den ersten Pfad und wenn die Antwort anders ist, geht man in den zweiten Pfad. Diese Analyse wird durchgeführt und mündet dann in diesen Red Flags. Die kann der Nutzer natürlich dann lösen, archivieren oder aber auch in den Bericht mit aufnehmen. Und das ist dann der letzte Schritt, wo dann der Bericht erstellt wird, wo da auch nochmal ein paar Prompts hinterlegt sind, die im Endeffekt diesen Bericht zusammenfassen. Der Nutzer kann da auch wiederum Dokumente nochmal mit hinzufügen, wenn es noch weitere Informationen gibt, um den Bericht zu erstellen. Genau, jetzt haben wir noch ein Beispiel aus der Praxis. Im Hinblick auf die Zeit fliege ich da jetzt ein bisschen drüber. Wir wollen das auch nicht überstrapazieren. Damit wollen wir Ihnen nur ganz kurz zeigen, dass wir hier auch keine Luftschlösser bauen, sondern dass das auch wirklich Hand und Fuß hat, was wir machen. Wir haben ein Mandat, das ist ein, mittelständischer Immobilieninvestor, der mit uns in Kontakt steht. Und der hat für einen neu aufgelegten Immobilienfonds hat der ein Investitionsvolumen von 200 Millionen Euro, hat aber nur noch ein sehr kleines Transaktionsteam und muss jetzt diese 200 Millionen Euro investieren. Ja? Und das heißt, er muss eine Vielzahl von potenziellen Objekten prüfen,
mit sehr wenig Personal in sehr kurzer Zeit. Und das, was man jetzt hier sieht, das ist wirklich eine konservative Schätzung. Wir gehen davon aus, dass sich der Zeitaufwand, ich weiß nicht, ob man mich gut hören kann, so, dass sich der Zeitaufwand konservativ geschätzt um das 5-fache reduzieren wird durch den Einsatz von Legal Allen. Und wir gehen jetzt hier mal, also ich sag mal, was man oben gelb sieht, ohne Legal Allen, haben wir einen Stundenaufwand für eine sogenannte Pre-Due Diligence, also nur der Vorcheck, kommt das Objekt für uns in Frage, ja oder nein? Braucht vielleicht der durchschnittliche Asset Manager einen Arbeitstag oder ich sag mal 5 Stunden für. Und wenn er sich dann entscheidet, okay, das kommt in Betracht, Kyocera macht die richtige Due Diligence, die komplette, dann sitzen wir da auch noch mal eine gewisse Zeit dran, stellen dann vielleicht einen Betrag in dieser Größenordnung in Rechnung. Wenn man sich das hochrechnet für 20 Objekte im Jahr, dann ist man sehr schnell bei einem sehr hohen Betrag. Mit Legal Allen werden wir mindestens 30% dieser Zeit, wahrscheinlich wesentlich mehr, einsparen können. Und damit auch einen ganz erheblichen Anteil der Kosten. Also wir sehen jetzt hier eine Kostenreduzierung von 30%. Wir gehen allerdings von wesentlich mehr aus. Und man darf dabei natürlich auch nicht vergessen, man kann seinen Datenraum anlegen, drückt auf einen Knopf und kann mit der Zeit, die man dadurch gewonnen hat, sich den wirklich wichtigen Dingen widmen und muss quasi nicht mehr selber vorm Datenraum sitzen und die Dokumente auswerten. Ja. Genau. Vor allem kann man dann auch natürlich viel mehr parallel machen. Ne? Ich meine, der Kunde, von dem du gerade gesprochen hast, der hat uns auch erzählt, dass im Endeffekt ihn genau das so getroffen hat, was vorhin erzählt wurde, dass während Corona das Team zusammengeschrumpft wurde. Ja. Dann kam dann wurde quasi wieder das Investitionsvolumen wieder aufgestockt. Jetzt haben sie 3 Leute und müssen jetzt dieses Volumen im Endeffekt im nächsten Jahr investieren und wissen nicht, wie sie es machen sollen im Endeffekt. Ne? Bis jetzt. Genau. Und ja, auch nur ganz kurz, also natürlich kann man das auf ganz viele Branchen übertragen. Jeder hat seinen eigenen Datenraum, das kann für Versicherungen, Risikobewertungen, Transaktionsanalysen bei M&A, was hier eigentlich sehr, sehr ähnlich zu dem ist, was wir machen, Vertragsanalysen, Compliance-Analysen, Vertragsmanagement, das kann man eigentlich fast auf jede Branche übertragen. Jeder arbeitet mit Dokumenten. Ne? So ist es. Ja, was ist unser Fazit zuletzt? Also wie schon gesagt, das Personal wird gekürzt. Babyboomer, das Wissen geht in Rente. Und gleichzeitig entsteht ein erhöhter Druck, weil natürlich KI die Gesellschaft durchdrängt und alle diese Erwartungen haben. Und das Ganze bündeln wir in dieser Software, in der Software, die wir mit KI angereichert haben. Am Ende muss immer der Mensch im Zentrum stehen. Er muss immer am Ende die Oberhand oder am Ende er muss das letzte genau. Wort haben. Ne? Mhm. Die KI ersetzt den Menschen nicht, sondern sie befreit ihn nur von den Routinen und er kann sich im Endeffekt seiner eigentlichen Fachkompetenz widmen. Und natürlich unsere Zusammenarbeit, die technische Expertise auf der einen Seite, das rechtliche Fachwissen auf der anderen Seite ist im Endeffekt ich würde mal sagen, so das Erfolgsrezept des Ganzen. Genau. Und ein Satz, den wir auch öfter hören, wenn wir das dann den Menschen zeigen, wird dann auch öfter gesagt, ach, das ist dann wieder nur ein weiterer Chatbot, den ihr da baut. Nee, ist es nicht, weil es ist im Endeffekt der digitale Jurist in ihrem Team. Ja. Genau. Ja, vielen Dank. Besuchen Sie uns gerne am Stand. Besuchen Sie unsere Seite Spryfox AI oder wenn Sie Interesse an Legal Allen haben, legalallen.de. Super, Dankeschön. Dankeschön.